Bienvenidos a Paraguay. Ich möchte dir heute eine besondere Lebensform vorstellen, wie du sicher und sehr angenehm in Asunción wohnen kannst. Asunción, der Hauptstadt von Paraguay. Für diese Präsentation wollte ich nun eine Titelfolie haben und ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden, welche Titelfolie ich nehmen sollte. Deshalb habe ich 4 Titelfolien und hilf mir doch mal bitte, welches die schönste ist. Also ich kann bei allem irgendwie immer nur wow sagen und ich kann gar nicht entscheiden, welche schöner ist als die andere. Hilf mir doch mal bitte dabei. Ich habe sie hier über mir mit Buchstaben gekennzeichnet und schreib mir in die Kommentare rein, welches du am schönsten findest. Dieser Panoramablick ist jetzt nicht irgendeine Fototapete oder sowas, sondern der Blick von dieser Wohnung, die ich dir heute vorstellen möchte. Es ist eine Dreizimmerwohnung in einem Hochhaus mit einem Pförtner. Insofern eine sichere Variante zu wohnen. Dieses ist eine Möglichkeit oder ein Blick auf den Sonnenuntergang über der Stadt Asunción. Eine andere Folie, die genauso gut Titelfolie sein kann, ist hier die Folie B. Auch tagsüber hast du hier einen wunderschönen Blick. Du siehst hier die großen Panoramafenster. Ich finde, das ist ganz großes Kino. Da braucht man gar keinen Fernseher in der Wohnung, weil das nach draußen gucken allein schon so spannend ist. Wir haben hier im Hintergrund die Costanera, wo auch der Stadtstrand von Asunción ist. Ja, du hast richtig gehört. Paraguay ist zwar ein Binnenstaat, der nicht am Meer ist, aber auch am Fluss kann man Strände haben und baden. Und das ist hier an der Costanera der Fall. Deshalb sieht man hier auch aufs Wasser heraus. Auch dieses Foto finde ich einfach wunderschön und man kann da stundenlang stehen und rausgucken und möchte eigentlich gleich auf den Balkon gehen. Deshalb dachte ich, das ist eine super Titelfolie. Und deshalb war das dann jetzt Titelfolie B. Dann habe ich noch weitere gefunden. Dieses ist auch eine ganz tolle Aufnahme vom Sonnenuntergang und es ist wieder ein ganz anderer Aspekt, auf die Stadt zu gucken. Es wird langsam dunkel, man sieht am Horizont noch den verfärbten Himmel vom Sonnenuntergang, was ja etwas ist, was sich nie abnutzt. Man kann sich manchmal über neue Gegenstände freuen und nach ein paar Wochen sind einem diese Gegenstände egal. Aber beim Sonnenuntergang habe ich das noch nicht erlebt, dass jemand sagt, ach, der 527. Sonnenuntergang, oh, finde ich langweilig. Ich finde, Untergang ist immer wieder faszinierend. Vor allen Dingen auch die unterschiedlichen Formen und Farben, die dann so am Himmel erscheinen, je nachdem, ob Wolken da sind oder nicht. Oder jetzt in diesem Fall wird es langsam dunkler. Die Stadt fängt an, dass immer mehr Lichter hervorkommen und erscheinen. Man sieht dort die Lampen an der Costanera, an dem Gewässer. Und man hat so ein bisschen das Gefühl, wenn man auf die Stadt rausguckt, dass man vielleicht auch in New York sein könnte und dass da hinten ist der Hudson River. Es ist irgendwie so ein Frank Sinatra-Gefühl, so New York oder so. Das hat ganz viele Aspekte und ich finde, das weckt ganz viele Emotionen, einfach nur vor diesem großen Fenster zu stehen. Und wo hat man das schon? Wenn du auch wie ich diese Folie toll findest und das für dich die schönste Titelfolie ist, dann schreib mir doch bitte das C in die Kommentare. Und dann habe ich noch dieses Foto gesehen und dachte, wow, wenn ich da jetzt diesen Tisch und diese Stühle sehe und dann den Abendhimmel davor, da würde ich am liebsten ein Candlelight-Dinner eindecken auf diesem Tisch. Hast du eine Idee, mit wem du dort gerne ein Candlelight-Dinner machen möchtest in dieser Wohnung mit diesem Blick auf die Stadt? Das ist doch genial, oder? Wenn du diese Folie als Titelfolie am schönsten findest, dann schreib mir doch ein D in die Kommentare. Was könnte man da zum Essen machen als Candlelight-Dinner? Ist doch schon fast egal eigentlich, ne? Wenn man da sich vorstellt, man sitzt da so im Halbdunkeln, hat noch eine Kerze an und einen angenehmen Gesprächspartner gegenüber. Da könnte es in der Luft knistern. Ja, das ist Folie Nummer D. Und ganz ehrlich, ich konnte mich überhaupt nicht entscheiden, nur eine von diesen Folien zu nehmen als potenzielle Titelfolie. Das sieht alles so genial aus. Und das ist gratis bei dieser Wohnung mit dabei, dieses große Kino, dieses große Schauspiel, jeden Abend dieser Sonnenuntergang.
Was möchte ich dir heute vorstellen? Immobilienmakler haben ja eine wichtige Weisheit und die lautet Lage, Lage, Lage. Und dementsprechend fangen wir auch mit der Lage dieser Wohnung an. Danach zeige ich dir den Grundriss, damit du gucken kannst, ob das deinen Bedürfnissen entspricht. Dann zeigen wir weitere Fotos und beschreibe ich die Wohnung und vor allen Dingen auch die Gemeinschaftsdachterrasse mit Pool und den Möglichkeiten, was du da oben machen kannst. Oder es gibt auch ganz nach unten ins Gebäude in die Tiefgarage, nämlich da gibt es auch noch einen Stellplatz. Dazu kommt noch eine Beschreibung der Umgebung, weil die ist auch sehr besonders. Umgebung hat auch noch ein G. Und zum Schluss noch ein paar weitere Details, Nebenkosten oder solche Dinge, die eben auch zu der Information zu einer Wohnung gehören. Lage, Lage, Lage. Asunción ist die Hauptstadt von Paraguay. Hier sieht man einen Kartenausschnitt, wo auch noch der Ipacaraí-See drauf ist. Und wir zoomen bei Asunción nochmal weiter rein. Die Wohnung befindet sich in dem Punkt oder in dem Bereich, wo der pinkfarbene Punkt zu finden ist. Hier haben wir den pinkfarbenen Punkt etwas präziser eingezeichnet und drumherum siehst du einen gelben und einen orangen Halbkreis. Das ist die Blickrichtung. Zum einen, diese gelbe Blickrichtung ist das, was du von der gesamten Wohnung aus sehen kannst, wenn du den Kopf noch über die Balkonbrüstung rausstreckst, kannst du natürlich auch noch ein bisschen weiter um die Ecke gucken. Und wenn du von dem Hauptbalkon vom Wohnzimmer aus guckst, dann hast du die Blickrichtung von diesem orangen Bereich. Und da siehst du, dass du auch bis an den Stadtstrand von Asunción an der Costanera, an der Bahia de Asunción schauen kannst. Hier haben wir den Grundriss, der sehr effizient gestaltet ist. Über mir siehst du das Gebäude in einem recht grünen Stadtteil. Und bei dem gelben Pfeil über mir siehst du, wo der Balkon ist, der zum Wohnzimmer gehört, also sozusagen der Hauptbalkon. Und darüber der blaue Pfeil zeigt, wo die Dachterrasse ist mit dem Pool. Wenn wir uns den Grundriss angucken, kommen wir von oben unterhalb des Wortes Grundriss bei dem orangen Pfeil an, um in die Wohnung reinzukommen. Hier ist nicht viel Flur mit bei, was ich sehr effizient geplant finde, weil das wäre ja sonst auch eine Verschwendung von Quadratmetern, sondern nach 3 Schritten ist man im Grunde genommen im Wohnzimmer und hat diesen hervorragenden Blick. Dann haben wir 3 Schlafzimmer, die ich hier mit 1, 2 und 3 bezeichnet habe. Klassischerweise ist wahrscheinlich das Schlafzimmer Nummer 3 das Elternschlafzimmer, weil es dort eben ein Bad en suite gibt. Das heißt, man kommt von der Tür, die vom Wohnzimmer kommt, aus rein, hat erstmal einen Kleiderschrank und hat dann ein Badezimmer, was man erreicht. Das heißt, wenn man vom Bett aus ins Badezimmer geht, noch mit Schlafeinzug, sieht außerhalb in dem anderen Teil der Wohnung keiner, wie man da so langläuft. Auch von diesem Bett aus hat man eine hervorragende Aussicht durch das Fenster nach draußen. Die Balkonbrüstung ist ja auch mit Glas durchsichtig gestaltet und schaut auf die Bahia de Asunción. Dieses Grünliche ist ein Balkon. Das heißt, das ist ein sehr schmaler Balkon dort bei dem Elternschlafzimmer. Wir sehen, bei dem Wohnzimmer ist der Balkon etwas größer und bei dem Zimmer 2 gibt es auch einen Balkon. Zwischen diesen beiden Schlafzimmern 1 und 2, die wahrscheinlich klassischerweise Kinderzimmer sein könnten oder Büro, gibt es 2 Kleiderschränke mit Plakat bezeichnet. Der eine ist in Richtung des Zimmers 2 und der andere ist in Richtung des Zimmer 1. Insofern hat da jeder einen Wandschrank. Die Bäder haben im Grunde genommen auch keinen Platz verschwendet. Es ist alles drin, was man braucht. Man kann da jetzt nicht drin tanzen, aber braucht man ja auch nicht. Das würde man ja auch viel eher im Wohnzimmer oder auf der Terrasse machen. Und auch auf diesem Hauptbalkon im Wohnzimmer, ich finde den super effizient gestaltet. Wenn du dir mal die Ränder von dem Wohnzimmer anguckst, gibt es da so gestrichelte Linien. Diese gestrichelten Linien ist der Bereich, wo du die Schiebetüren komplett aufschieben kannst und das ist dann komplett offen. Deshalb hat man dann manchmal das Gefühl, obwohl man drinnen ist,
dass man draußen ist. Wenn du das komplett aufgeschoben hast, kannst du auch eine 5. Person an den Tisch ransetzen, der auf dem Balkon ist, weil dann ist da an der Stelle ja gar kein Fenster mehr, wenn es komplett aufgezogen ist und du hast den Balkon im Grunde genommen erweitert. Also wenn du wolltest, könntest du ja auch den anderen Tisch dann noch damit ranstellen und eine lange Tafel machen. Insofern ist es super multifunktional genutzt, allein dadurch, dass man so eine Dreifachschiebetür hat, sodass die Schiebeelemente dann nur noch bei 1/3 stehen und 2/3 geöffnet sind. Super geplant. Wie das aussieht, wenn diese Wohnzimmertüren komplett geöffnet sind, das zeige ich dir jetzt. Hier ist die Tür hinter der Säule geöffnet. Dort sind die Türelemente aus Glas versammelt in der Ecke. Und hier der Bereich ist wieder offen, sodass man durchgehen kann zum Balkon und die Aussicht genießen kann. Diese Top-Wohnung mit dem faszinierenden Panoramablick, der unbezahlbar ist in der 12. Etage und darüber ist die Dachterrasse mit dem Pool und Sonnendeck und Grillmöglichkeiten in der 13. Etage. Also du bist ganz schnell da von dieser Wohnung aus. Diese Wohnung hat etwas über 94 Quadratmeter Construido. Construido ist ein Maß in Paraguay, wobei die Wände in die Quadratmeterzahl mit reingerechnet sind. Es gibt 3 Schlafzimmer und 2 Bäder. Und diese weit zu öffnenden Schiebetüren, wie wir gesehen haben, sodass man das Gefühl hat, obwohl man drin ist, dass man draußen ist. Und das hoch über der Stadt mit diesem Panoramablick. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass da sich groß Mücken hochtrauen. Die sind ja doch meistens eher unten. Mücken mögen übrigens auch keinen Wind. Und wenn du da die beiden Schiebetüren aufhast und da der Wind durchzieht, also Mückenproblematik dürfte da sehr, sehr gering sein. Gemeinschaftspool gibt es oben auf dem Dach. Du wirst gleich noch sehen, der ist wunderbar lang, da kann man auch eine Weile schwimmen und das ist nicht einfach nur so ein quadratisches Teil, wo man sich nur reinsetzen kann. Es gibt einen Pkw-Stellplatz, es gibt einen Fitnessraum mit Cardiogeräten, es gibt einen überdachten Quincho, das ist ein paraguayischer Grillplatz auf der Dachterrasse mit Tischen und Stühlen und noch eine Spüle und so einem Grill und da kannst du dann mal eine Grillparty feiern. Man muss sich natürlich mit den Nachbarn dann abstimmen, nicht, dass alle dann gleichzeitig ihren Geburtstag feiern wollen. Aber das ist eine tolle Möglichkeit, dass man das nicht in seiner Wohnung tun muss, sondern da oben einfach mehr Platz hat. Die Möbel, die in dieser Wohnung drin sind, können auf Wunsch extra mit erworben werden. Diese Wohnung kostet 255.000 US-Dollar, was nach aktuellem Stand etwa 240.000 Euro entspricht. Wenn du jetzt dorthin kommst, zu diesem Gebäude mit dem Namen Gardenia Soho, hast du, wie hier auf Bild 1, eine Treppe, die du ein bisschen hochgehst und kommst zu dieser schwarzen Eingangstür. Alternativ auf Bild 2 siehst du eine Möglichkeit, wo man mit Rollstuhl oder Rollator oder auch einfach so, wenn man gerade eine Knieverletzung hat und nicht gut genug Stufen laufen kann, eine Schräge nach oben gehen kann, um auch genau zu dieser Tür hinzukommen. Hinter dieser Tür ist links dann gleich ein Wartebereich mit diesen 4 Sesseln im Mies van der Rohe-Stil. Also auch allein da schon zu sitzen macht Spaß. Man denkt, das ist eine Terrasse. Da sind aber Fensterscheiben dazwischen. Also das ist der Wartebereich, wenn man bei dem Pförtner, der dahinter ist, das siehst du auf Bild 4, gesagt hast, du möchtest da jemanden besuchen und derjenige hatte die Freigabe noch nicht erteilt, dass du hochkommen kannst oder du wartest da unten, damit der andere dann runterkommt, dann gibt es da diesen Wartebereich für. Wenn der Pförtner dich hochlässt, dann hast du hier auf dem Bild 5 den Fahrstuhl, der dich hochfährt und auf Bild 6 ist die Wohnungstür zu sehen. Ja, wenn du dann in die Wohnung reingehst, 3 Schritte nach vorne und dann einen schräg nach rechts, dann hast du diesen Blick wie auf Bild 1 oder wenn du komplett nach rechts gehst, dann hast du diesen Blick auf Bild 2, wo du dann bei Bild 2 auf der linken Seite den Esstisch siehst und auf der rechten Seite das Sofa. Wenn du den Blick dann siehst, dann musst du erst mal gucken, glaube ich. Hier wieder ein Bild in
Candlelight Dinner Mood. Also da wirken ja schon fast die Lichter der Stadt wie Kerzenschein, finde ich. Ich kann mich da gar nicht satt dran sehen. Wie geht dir das damit? Hier ist der Grill auf dem Balkon zu sehen. Die Wohnung ist hier gerade leer bei diesem Video. Wer weiß, was du bei dem Candlelight Dinner gegrillt hast. Du kannst hier mit dem offenen Fenster sitzen und hast den Blick über die Stadt bis hin zum Stadtstrand von Asunción de Costa. Hier haben wir auf Bild 1 nochmal die Ecke für das Sofa und auf Bild 2 den Blick Richtung Küche, wo auch die Essecke mit drauf ist. Ist also gleich auch bei der Küche in der Nähe. Diese farbigen Pfeile bezeichnen hier Türen. Der gelbe Pfeil zeigt auf die Tür zum Schlafzimmer, der lilafarbene Teil zeigt auf den Durchgang zu dem kleinen Flur, um zu den anderen Schlafzimmern und zu dem Bad zu kommen, was auch die Gäste nutzen. Und der orangefarbene Pfeil zeigt auf die Tür der Küche. Wir gucken uns jetzt mal die Wohnung in dieser Reihenfolge an, dass wir im Zimmer 1 starten, dann im Zimmer 2 vorbeischauen, dann zum Bad A und zum Bad B und zum Schlafzimmer 3 und zum Schluss gucken wir uns die Küche an. Hier ist das Zimmer 1 als Büro eingerichtet und hat ein wunderbar großes Panoramafenster, durch das man auf Asunción schauen kann. Man kann diesen Blick auch noch ein bisschen anhübschen, indem man Balkonkästen davor setzt oder Pflanzkästen und sich dort was Schönes anpflanzt. Da hat man gar nicht das Gefühl, dass man so hoch oben im 12. Stock wohnt. Im Zimmer 2 steht hier beispielsweise ein Bett drin und man sieht da auch einen Balkon dazu. Und Foto 3 zeigt die Eingangstür von Zimmer 2 und man sieht durch den Flur hindurch bis ins Wohnzimmer auf die andere Seite und dort auf den Balkon der Blick auf die Costanera. Bei diesem Bild 3 sehen wir auch, dass hinter der Tür ein Wandschrank ist. Ein eingebauter Schrank, die gehören natürlich zur Wohnung dazu, die kann man ja auch schwierig ausbauen. Und die finde ich auch super eingerichtet. Hier von Zimmer 1 der Wandschrank und von Zimmer 2 der Wandschrank. Die sind eigentlich alle gleich nach dem gleichen Muster, dass die eine Hälfte mit Kleiderstange ist und unten noch ein Regalbrett und oben noch ein Regalbrett und die andere Hälfte hat mehrere Regalbretter und hat auch Schubladen, wo man da kleinere Kleidungsstücke reinpacken kann, wie beispielsweise Socken. Finde ich super effizient gemacht, sieht ästhetisch aus, ist neutral, passt eigentlich bei jedem so rein und das ist toll, wenn man das irgendwie schon gleich mit drin hat. Der Balkon von Zimmer 2 hat hier Ausblick auf die BNF, die Banco Nacional de Fomento, und drumherum ist ganz viel Grünzeug zu finden. Da sieht man mal, wie grün Asunción sein kann. Dies ist ein Rundumblick vom Balkon vom Zimmer 2 hier auf die Bank und die grüne Umgebung und die Bebauung von Asunción. Und das so zentral in einer Hauptstadt. Dies ist das Bad A, was dann sozusagen das Gäste- und potenzielle Kinderbadezimmer ist. Da gibt es ein WC und ein Bidet, ein Waschbecken, das auf einer Marmorplatte ist und eine Dusche mit Glastüren. Ich habe hier mal bei Bild 3 so halb darunter fotografiert. Da kannst du sehen, dass der Wasserhahn auch mit 2 Wasseranschlüssen ist, sprich Warm- und Kaltwasser hat. Das gibt es an vielen Stellen in Paraguay, dass man gerade für Handwaschbecken nur Kaltwasser nimmt, weil im Großteil des Jahres ist das Wasser in den Leitungen warm. Nur an wenigen Tagen im Winter ist das Wasser halt recht kalt, aber richtig frieren tut es ja auch nicht. 5 Grad kaltes Wasser zum Händewaschen ist halt an wenigen Tagen im Winter aushaltbar, sodass viele das sparen. Aber hier merkt man eben, dass es sich um ein Luxus-Apartment handelt, das auch bei solchen Dingen Warmwasser mit dabei ist. Jetzt gucken wir mal rein zu dem Schlafzimmer en suite, wo es auch 2 Wandschränke gibt, wo man im Flurbereich dran vorbeikommt und ein Badezimmer, was man vom Bett erreichen kann, ohne dieses Zimmer, ohne diesen Bereich zu verlassen.
Das hier ist das Bad B, was dann klassischerweise zu dem Elternschlafzimmer gehört. Dort gibt es Wandschränke drumherum, um diese Marmorplatte, wo das Waschbecken drauf ist das schon konstruiert, dass man da gleich seine Sachen reinstellen kann. Auch hier gibt es ein WC und ein Bidet und es gibt eine Dusche. Das hier ist das Elternschlafzimmer dazu. Das ist, wie gesagt, auch sehr effizient geplant. Wir haben hier an der Seite bei Bild 2 sieht man halt auch den einen Wandschrank. Direkt daneben kann man sich dann seinen Nachttisch stellen und man kann halt um das Bett drumherum gehen. Und viel mehr Platz ist in dem Schlafzimmer gar nicht eingeplant. Mein erster Gedanke war, als ich das gesehen habe, dachte ich, super, wenn man sich da einen Fernseher an die Wand schraubt, das kann ich wenigstens noch sehen, weil er nicht so weit weg ist, weil ohne Brille kann ich dann doch nicht mehr so gut gucken und wenn der Fernseher dann näher dran ist, ist das schon ganz angenehm. Man hat von da aus, leider ist hier auf dem Bild der Vorhang zu, einen hervorragenden Ausblick auch dort auf Costanera. Das hier sind die Schränke, die zu diesem Zimmer gehören. In dem einen Schrank sieht man noch, bei Bild 1 ist auch der Sicherungskasten mit integriert und auch hier sind die Schränke wieder so gestaltet, dass eine Hälfte mit Kleiderstange ist und eine Hälfte mit Regalen und auch dort gibt es Schubladen für kleinere Kleidungsstücke. Das hier ist die Balkonbrüstung bei dem Elternschlafzimmer. Auch dort ist das wieder durchsichtig gestaltet. Das ist so ein Mini-Balkon. Der hat da nur 50 Zentimeter oder so. Also man kann da sich gerade so draufstellen, um mal eben rauszugucken, sich zu recken, zu strecken und den Tag zu begrüßen. Wir haben ja noch genügend andere Balkone in dem Apartment. Der muss ja nicht sonderlich breit sein dort. Und mit diesen Pflanzen, die man sich darum machen kann, hat man ein hervorragendes Gartenfeeling, obwohl man sich über der Stadt befindet. Hier haben wir die Küche, die sehr klassisch eingerichtet ist mit weißen Küchenmöbeln und einer dunklen Granitarbeitsplatte. Ich weiß auch nicht, ob die genaue Bezeichnung davon Granit ist. Es ist auf jeden Fall eine Art Stein, diese Arbeitsplatte. Und das gibt es hier in Paraguay sehr häufig. Und wenn da mal ein heißer Topf drauf steht, dann passiert da auch nichts. Der Herd ist hier mit dabei, weitere E-Geräte sind nicht dabei. Hier ist auf einem Bild noch ein Kühlschrank zu sehen, der ist jetzt gerade nicht dabei. Die Dunstabzugshaube, die ist drin in der Wohnung. Ansonsten nach Absprache können weitere Dinge auch gerne mit übernommen werden. Was ich bei dieser Küche ziemlich klasse finde, ist, guck mal auf die Steckdosen. Deshalb habe ich da auch ein Bild genommen, wo die Steckdose ein bisschen vergrößert ist. Kommt dir das bekannt vor? Ja, das sind unsere deutschen Schuko-Steckdosen. Also gerade hier im Küchenbereich bei bestimmten Maschinen hast du dann diese Steckdosen mit Erdung und es gibt hier recht viele Steckdosen in der Küche. Also wenn du entsprechende Küchengeräte hast, die du mitbringen möchtest, wäre das überhaupt kein Problem. Diese Küche ist darauf eingerichtet. Hier sehen wir einige Ausstattungsmerkmale der Wohnung, wie die Klimaanlagen der Firma VCP. Das wird in Paraguay zum Herunterkühlen, aber auch im Winter zum Heizen genutzt. Bei Bild 2 haben wir hier Sprinkleranlage. Ja, es gibt hier Rauchmelder und Sprinkleranlage in dem Haus. Das finde ich, fühlt sich auch sehr gut und sicher an, gerade wenn man im 12. Stock wohnt. Wir haben hier bei Nummer 3 die klassischen Steckdosen, die sonst in der Wohnung zu finden sind. Wie gesagt, in der Küche gibt es die Schuko-Steckdosen. Bei Bild 4 finde ich es sehr schön gemacht, dass optisch die Kompressoren der Klimaanlagen, die dort draußen auf dem Balkon sind, optisch verkleidet sind. Also man muss da schon zweimal durchgucken, um die Kompressoren dahinter sehen zu können. Also der Teil der Klimaanlage, der sich außerhalb der Wohnung befindet. Man kann aber trotzdem ran und wenn dann mal ein Servicetechniker vorbeikommt und irgendwas zu reparieren hat, ist das auch ganz einfach, da ranzukommen. Finde ich sehr gut gelöst. Ansonsten haben wir hier noch, da, bei mir ist es spiegelverkehrt, da haben wir noch so ein Haustelefon. Das ist in der Nähe von der Haustür, damit man mit dem Pförtner kommunizieren kann. Das hier ist die Dachterrasse. Blauer Himmel, wie man sich das wünscht, und türkisfarbenes Wasser. Und du siehst, dieser Pool ist ein bisschen länglich.
dafür nicht so breit, aber beim Schwimmen ist das Breite ja eigentlich nicht so wichtig. Es ist ja eher wichtig, dass es mal ein bisschen länger ist. Und das haben sie sehr effizient geplant. Dadurch, dass es auf der Dachterrasse ist, kann man ja jetzt keine Riesenpools planen vom Gewicht her, von der Statik her. Und dementsprechend auch hier wieder sehr gut geplant. Lieber lang als breit und es macht absolut Sinn. Ein paar Liegen gibt es auch, sodass man da verweilen kann. Und wie gesagt, das ist einfach nur eine Treppe nach oben und du bist auf der Dachterrasse und kannst dort in den Pool hüpfen und bist auch schnell wieder in der eigenen Wohnung. Ebenfalls auf der Dachterrasse gibt es hier so eine Sitzecke mit Korbmöbeln oder einen Grillplatz mit Tisch. Eine Spüle ist da auch und da kannst du deine eigene Grillparty dann starten, natürlich in Absprache mit den Nachbarn, dass nicht alle gleichzeitig ihre Geburtstage da feiern wollen. Und du siehst auch andeutungsweise im Hintergrund den Blick auf die Stadt, den Rundumblick. Und da einen schönen Abend zu verbringen, dürfte einen recht leicht fallen, glaube ich. Wen würdest du einladen, um da deine Einweihungsparty zu feiern? Ebenfalls ganz oben im Bereich haben wir hier das Waschcenter mit Waschmaschine. Das heißt, du brauchst keine Waschmaschine in deiner eigenen Wohnung unterbringen. Ist auch wiederum sehr effizient. Das kannst du dort oben als im Gemeinschaftsbereich nutzen und hast dementsprechend auch den Lärm nicht in der Wohnung. Und das finde ich auch sehr vorteilhaft. Hier siehst du auch den Fitnessbereich mit den Cardio-Geräten, wo du, während du da drauf bist, wunderbar aus dem Fenster blicken kannst. Ganz unten gibt es beim Gebäude solche Einfahrten mit solchen Rolltoren und hier siehst du auch den Tiefgaragenstellplatz, der zu diesem Apartment gehört. Das ist einer der etwas breiteren Tiefgaragenstellplätze. Es ist natürlich verständlicherweise bei solchen Gebäuden, die sehr effizient geplant sind, alles ein bisschen enger und mit ein bisschen Rumzirkeln kommt man da auf viele Parkplätze rein. Und dieses hier ist ein etwas breiterer Parkplatz, wo alles ein bisschen leichter ist. Von dem Tiefgaragenstellplatz gehen wir mal wieder nach oben zu unserem Balkon. Wir müssen ja nicht die ganze Zeit in den Katakomben bleiben. Das ist der Rundumblick um die Wohnung. Und gleich gucken wir einfach mal, was sich da so in diesem Stadtteil noch so alles an Einrichtungen verbirgt. Im Hintergrund hörst du, abgesehen von Verkehr, auch Vögel zwitschern. Hör mal genau hin. Hier haben wir den Balkon mit Grill, der zu einem leckeren Barbecue einlädt. Wenn du in dieser Wohnung wohnst, wo gehst du dann in Supermärkten einkaufen? Hier haben wir in dem umgebenden Stadtteil Las Mercedes einige Einkaufsmöglichkeiten. Die Biggie-Supermärkte, die sind 24 Stunden geöffnet. Da kannst du Tag und Nacht einkaufen. Und das sind zwar kleine Supermärkte, aber auch da bekommst du sowas wie Himalaya-Kristallsalz oder Kokosöl, was es sonst nicht unbedingt in jedem Supermarkt in Paraguay zu finden gibt. Dort, wo gelbe Pfeile sind, zeigen diese auf Supermärkte. Es gibt auch noch kleinere Despensas wie Autoservicio Siria, die ich jetzt nicht extra gekennzeichnet habe, sondern eher nur so die, sagen wir mal, westlichen Supermärkte. Die Super Safe Supermärkte, da gibt es 2 von, da ist die Wohnung gerade genau dazwischen. Die sind relativ groß, da kannst du mit dem Auto hinfahren und das sind auch eher Supermärkte, wo man, wenn man da mal was einkauft, auch ein bisschen mehr einkauft. Insofern würdest du wahrscheinlich die Distanz nicht unbedingt immer laufen, aber du könntest sie laufen, wenn du wolltest. Hier einmal im Foto einige Einkaufsmöglichkeiten um die Ecke. Das erste größere Foto, wo groß in grün Pharma Center ist. Daneben ist ein bisschen hinter dem Baum verdeckt. Das ist der nächstgelegene Biggie-Supermarkt. Dort, wo das gelbe Auto parkt, dort ist der Eingang. Rechts daneben sehen wir die Tankstelle Petrobras. Die haben auch meistens immer noch so einen kleinen Shop mit dabei. Und dort in diesem Bereich ist auch die Banco Familiar, also die nächstgelegene Bankfiliale um die Ecke. Viel spannender bei so einer Wohnform ist natürlich, was gibt es zu essen und zu trinken um die Ecke, dass man einfach mal eben irgendwo hinschlendern kann, dass man gar nicht groß selber kochen muss. Und da gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten in der direkten Umgebung.
Du siehst hier wieder bei dem pinkfarbenen Punkt, wo die Wohnung ist, und in den umgebenden Straßen hast du ganz viele Möglichkeiten, wo du abends ausgehen kannst. Tagsüber sehen diese Bars und Restaurants manchmal auch relativ nichtssagend aus. Zum Abend hin merkt man erst, was sich dahinter verbirgt. Es gibt diverse Nationalitäten von dem Essen her. Es gibt da asiatisches Essen, es gibt da auch arabisches Essen, es gibt einfach mal so ein Café. Selbstverständlich Hamburger gibt es, was in Paraguay sehr weit verbreitet ist. Pizza gibt es. Was bei Indigo für Essen ist, weiß ich gar nicht. Wenn du dort schon mal essen warst, schreib es mir gerne in die Kommentare. Das sieht auch sehr interessant aus von außen. Das zeige ich dir mal, wie diese Restaurants so aussehen. Hier haben wir Coffee and Beer, ein sehr einladendes Café. Wir haben hier Che Uro, das ist, glaube ich, ein Uruguayer, der grillt. Unten haben wir weitere Restaurants. In der Mitte dieses Indigo, wo ich gerne wüsste, was man da so essen kann. Dann haben wir hier in Rot das Coggi. Da steht auch schon das Liefermotorrad vor der Tür. Also da kann man sich wahrscheinlich auch was bringen lassen. Dann bräuchtest du nur mal eben mit dem Fahrstuhl runterzufahren, während derjenige, der das Essen bringt, beim Pförtner ist, und dann kannst du dir sogar das Essen liefern lassen. Also ganz viele tolle Möglichkeiten gibt es so bei dieser Wohnform. Hier sind noch ein paar weitere Restaurants. Dieses erste oben links ist wirklich diagonal an der Straßenecke. Also man fällt quasi aus dem Haus raus und landet dort bei diesem Restaurant. Und dann gibt es hier noch so dieses Hamburger Restaurant Black Burger. An der España gibt es diese Bar San Miguel. Es gibt hier auch Falafel, die man um die Ecke bekommen kann. Also das Ganze ist international und man kann sich in Ruhe überlegen, wo möchte ich denn mal essen gehen? Und das alles zu Fuß. Also du musst kein Taxi, kein Uber, kein gar nichts mitnehmen, weil du eben einfach nur ein paar Meter läufst. Auch nur ein paar Meter entfernt gibt es Kultur und Sport mit deutschen Wurzeln. Das ist ja besonders interessant, wenn man neu in ein Land kommt, irgendwie auch mal zu gucken, den Bezug zur eigenen Kultur hinzubekommen. Klar, man möchte sich integrieren. Am Anfang kriegt man es sprachlich vielleicht noch nicht so ganz hin, und dann helfen sicherlich solche Organisationen, weil man dann auch Einheimische treffen kann, die eben deutsche Wurzeln haben, die dann eben vielleicht noch ein bisschen Deutsch können, aber dann eben schon in der paraguayischen Welt beheimatet sind. Das können so Brückenfaktoren sein. Auch auf dieser Karte ist wieder in Pink der Standort der Wohnung eingezeichnet, und die gelben Pfeile zeigen auf diese Standorte. Links das Instituto Cultural Paraguayo Alemán, also sozusagen das Deutsch-Paraguayische Kulturinstitut. Dort gibt es wohl auch mal Weihnachtsmärkte, und klar gibt es da auch Sprachunterricht und sicherlich auch mal ein paar andere kulturelle Veranstaltungen. Der rechte gelbe Pfeil zeigt auf den Club Deportivo Alemán, den deutschen Sportclub. Man sieht da auch bei dem Wappen, was auf dem Mannschaftsfoto ist auch die paraguayische und die deutsche Flagge mit drauf, und auch auf dem Plakat hier neben mir. Das war mal 2018 ein Frühlingsfest, was sie veranstaltet haben, mit deutschem Essen wie Gulasch mit Spätzle, Schweinekoteletten, Eisbein mit Sauerkraut, Sauerbraten, Erbsensuppe, Bratwurst. Also allein zum Essen ist dieser Club Deportivo Alemán super. Die bieten am Sonntag auch ein leckeres Mittagsbuffet an. Das ist so beliebt, dass man dort sich dann auch einen Platz reservieren muss. Auch das ist in Laufdistanz. Also die Wohnung ist wirklich super gelegen mit der Infrastruktur um die Ecke. Auch Krankenhäuser, und das eben auch gute Krankenhäuser, gibt es da viele um die Ecke, viele Möglichkeiten. Du siehst hier wieder mit dem pinkfarbenen Punkt die Lage der Wohnung, und die roten Punkte mit dem weißen Haar sind Ärztezentren und Krankenhäuser. Also in 0, nichts könntest du da auch medizinische Hilfe bekommen, wenn du möchtest. Falls du nun vorhast, irgendwas zu studieren, oder du kommst vielleicht mit erwachsenen Kindern, die sich vielleicht für ein Universitätsstudium anmelden, um sich eben auch leichter in die Gesellschaft integrieren zu können. Und es gibt da ganz viele Universitäten in der Umgebung.
Nun muss man dazu sagen, dass das Universitätsniveau oftmals eher einer deutschen Hochschule entspricht. Aber nichtsdestotrotz, ich meine, was da an Angeboten um die Ecke ist, super. Und wie kommst du dann hin? Du kannst natürlich Uber fahren. Du kannst natürlich auch dein eigenes Auto nutzen, dann hast du ein Parkplatzproblem vielleicht. Oder wenn du jetzt keinen Uber hast, du hast sogar um die Ecke einen Taxistand. Hinter dem Baum ist Gardenia Soho und eine Straßenkreuzung weiter ist der Taxistand. Was sind die Vorteile von dieser Wohnung? Es ist eine bewachte Wohnform mit Zugangskontrolle durch den Pförtner, 24 Stunden, Tag und Nacht. Sämtliche Schlafzimmer sind dort klimatisiert, das Wohnzimmer auch, und zu auch Sicherheitszwecken gibt es dort eine Sprinkleranlage im Haus, falls es mal einen Brand geben sollte, dass dieser sich nicht ausbreitet. Du kannst mit dem Fahrstuhl hochfahren, entweder vom Pförtner aus oder von deiner Tiefgarage aus. Und du kannst ohne Stufen von der Tiefgarage bis in die Wohnung kommen. Quasi barrierefrei. Es gibt einen sehr effizienten Grundriss, da ist jetzt nicht viel Platz verschenkt. Die Bäder haben jeweils ein Bidet mit dabei und die Küche und die Bäder haben Granitflächen bzw. Marmorflächen unterhalb von den Waschbecken. Was sind nun die Nebenkosten von diesem Objekt? Ende Januar gab es hier eine Rechnung für die Nebenkosten von 872.000 und ein paar zerquetschte Guaranis. Das sind etwa 114 Euro. Dazu gehört dann die Gebäudeversicherung, auch Reparaturen im allgemeinen Bereich des Gebäudes und auch am Gebäude. Es gibt einen Reservefonds, wo 10% der Nebenkosten immer eingezahlt werden, um dann mal für größere Reparaturen gewappnet zu sein. Es gibt natürlich Unterhaltskosten der Gemeinschaftseinrichtungen, also Reinigung des Gebäudes, des Fahrstuhls, des Treppenhauses, des Eingangsbereiches. Es gibt die Pförtner, die natürlich auch bezahlt werden wollen. Man braucht einen Poolreiniger und auch da gibt es natürlich Unterhaltskosten beim Pool. Und auch die Gemeinschaftswaschmaschinen laufen eben auch über diese Nebenkosten. Okay, jetzt steht hier nochmal Reservefonds, den habe ich doppelt aufgeschrieben. Der ist aber nur einmal drin. Zum Abschluss nochmal dieser wunderschöne Blick über die nächtliche Costanera. Es ist doch einfach toll, diese große Panoramaleinwand, wo jeden Abend als Programm der Sonnenuntergang läuft und dann wie die Stadt nach und nach die Lichter einschaltet. Das ist ganz großes Kino. Hast du schon überlegt, mit wem du hier gerne ein Candlelight-Dinner machen möchtest? Wenn du jetzt sagst, ja, diesen Blick möchte ich auch genießen. Wann kann ich mir das angucken? Dann kontaktiere uns doch einfach mal über Telegram unter @immobilienparaguay_com. Das schreibst du oben in den Suchschlitz bei Telegram rein und dann sprichst du uns damit direkt an. Das ist also jetzt keine Telegram-Gruppe oder Kanal. Per E-Mail erreichst du uns über service@immobilienparaguay.com. Auf dieser Webseite immobilienparaguay.com haben wir auch ein Kontaktformular, wo du deinen Immobilienwunsch näher spezifizieren kannst und dann telefonieren wir mal darüber, wie wir dir in dem Punkt weiterhelfen können. Gerne vermitteln wir dann eben auch sprachlich, wenn du noch kein Spanisch kannst, dass wir einfach mal die Fragen, die du einst an die paraguayischen Eigentümer stellen können und sind da eben Mittler zwischen den Welten, zwischen den Kulturen, zwischen den Sprachen. Dabei sind wir dir dann gerne behilflich. Liebe Grüße aus Paraguay.